Es ist auf dem Hof gefahren. Es hat Geräusche gemacht wie ein V8-Motor, denn es ist eine Soundbox verarbeitet und ja, ein Mercedes-Benz Sprinter, bei dem man aber nicht mehr ansieht, dass es ein solcher ist. Hier steht er. Another Level steht drauf. Er kommt gerade von einem Filmdreh und ja, auch wieder mal hier die Individualisierung. Perfekt gelungen. Aber so perfekt, dass die Leute wirklich hier schon auf dem Hof jetzt stehen bleiben. Er ist seit 5 Minuten da. Hier ist Jennifer, grüß dich. Hallo Sven. Das ist geil, oder? Hi, ja. Du hast ihn angemacht, da ist eine Soundbox drin. Die Soundbox kann man ausmachen, die kann man per App programmieren. Aber das mit der Soundbox ist schon so geil. Das ist wahnsinnig, oder? Ja, die macht so richtig V8-mäßig. Wenn du mal gerade einsteigst, Jeffrey, und die mal anmachst, dann zeigen wir das mal gerade. Denn ich sag mal, da ist ein Dieselmotor mit drin. Er klingt wie ein V8. Genau. Wir haben hier auch wieder den serienmäßig 190 PS Motor ab Werk drin, mit einer zusätzlichen Leistungssteigerung, die bei uns im Haus aufgespielt worden ist, plus das Soundmodul, was wir jetzt gleich einmal ganz gut hören. Es ist so echt, dass die Leute wirklich denken, es wäre ein V8 drin. Also die standen ja gerade eben hier, die haben alle die Handys gezückt. Brüllt wie ein großer. Und ich kann's ausmachen. Das Ja, heißt, genau. wenn es mich zu sehr nervt, also es ist ja auch hauptsächlich, schalte das mal ab. Es sieht in echt noch viel geiler aus, wie hier auf der Kamera. Warte mal gerade, ich muss mal gerade so einen Winkel erwischen, wo man es echt gut kann. Und guck dir mal die Augen vorne an. Ich frage jetzt nicht, ist das zugelassen? Das ist nicht zugelassen, nein. Okay. Das ist nur für die reine Ansicht. Ne? Also wie gesagt, wenn das Fahrzeug dann zugelassen ist irgendwann, Da wird es abgezogen. dann muss die Folie abgezogen werden, weil so ist es für den Straßenverkehr nicht zulässig. Okay, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein Privatgelände hätte, so ich sag mal in Urwald oder sowas, dann könnte ich es ja drauf lassen. Dann könnte man es sicherlich drauf lassen. Ist das geil. Die Idee auch mit der Viper vorne, oder? Mega, oder? Ja, das heißt auch hier habt ihr vorne wieder ein Licht verbaut. Da ist ich zeige mal gerade die Seitenansicht. Also wenn er hier kommt, man kann mit wirklich einfachen Mitteln, jetzt muss man sagen, jetzt ist so eine Vollverklebung, die so genau ist wie diese, wo also das Muster auch genau ineinander übergeht, auch bei den sicken Ecken, bei den Überklebungen, das ist nicht trivial. Genau, also auch hier wieder sehr schön gearbeitet, sehr genau gearbeitet. Ich zeige mal gerade so entsprechende Details hier an der Die Tür. genauen Übergänge. Also man sieht eigentlich nicht, wo der Übergang ist, weil es halt so gut gearbeitet ist, dass man... Also hier vorne sieht man es sehr gut bei den großen Flächen. Also da, wo es drauf ankommt, haben sie wirklich genau gearbeitet. Es geht genau ineinander über. Gut, es muss natürlich so sein. Das sind echte Fachleute, die das folieren. Vollkommen richtig. Was cool ist, hinten das Logo. Alles ist ja matt gehalten. Ein paar Akzente sind jetzt Hochglanz. Genau. Und das gibt dem Fahrzeug unglaublichen Look. Genau, auch hier sieht man zum Beispiel das Logo jetzt von unserem Folierer. FH Graphics. Genau. Also ein bisschen Werbung machen für die. Das ist, haben sie aber verdient, muss man sagen. Das hat der gute Florian, der hat es verdient. Der Florian, Florian heißt er, genau. das ist der Folierer. Das ist der Folierer, der hat das Fahrzeug zusammen mit dem Herrn Baltrusch entworfen, also die ganze Optik von dem Fahrzeug, und hat es anschließend auf Folie drucken lassen, das Muster, und dann ans Fahrzeug angebracht. Komm, ich zeig's mal gerade komplett, dass man das mal sieht. Also es sieht in echt aus, so, dass die Leute hier auf dem Hof alle die Handys schon, es steht gerade mal hier seit ein paar Minuten. Genau, das ist unsere Anaconda, nennen wir sie. Anaconda, wir schauen mal gerade von hinten. Das ist das, was die meisten sehen werden. Das Ganze natürlich auf 4x4, die Basis ML 580 von Hymer. Bei euch heißt das Fahrzeug wie? Das ist bei uns der MLT 580 4x4 RSX Conda. Conda. Conda von Anaconda. Das heißt, ihr könnt den nochmal reproduzieren, wenn ihn einer haben möchte. Ja, aber ich glaube, das wird ein Einzelstück bleiben. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Jetzt mal ehrlich. Das war der Herr Baltrusch. Hat der sonst nichts zu tun? Das heißt, auf Ideen eine Schlange auf einen Mercedes-Benz zu Da machen? musst du ihn mal fragen. Das kann ich dir so nicht beantworten, ob der sonst nichts anderes zu tun hat. Er investiert viel Zeit. Es ist richtig cool. Aber ich denke, das macht euch auch aus. Das heißt, mal was ganz Außergewöhnliches zu machen, wo die Leute... Ich habe übrigens eben gesehen, das Fahrzeug, was wir gedreht haben, die Kunden waren da und sie haben es abgeholt. Und die Frau hat zum Mann gesagt,
ich stand gerade daneben, ich musste auf Toilette warten und gemeint, du hast bestimmt ganz weiche Knie. Und da hat er gesagt, ja, stimmt, ich habe ganz weiche Knie. Ja, das ist unser Ziel, das ist die Kunden glücklich zu machen mit außergewöhnlichen Wohnmobilen. Boah, ist das krass. Und hier, wenn jetzt hier mal die Sonne drauf scheint und es ist kein Camouflage, es ist tatsächlich eine Schlange außen draus. Genau. Was ziemlich cool ist, sind hier oben die Logos, die drauf sind. Die geben dem Ganzen nochmal so einen richtigen Offroad-Charakter. Das ist richtig. An erster Stelle wir natürlich, Palmo Exclusive. Sehr klar. Dann einmal der Internetkanal draußen. Ja. Das ist unter anderem Fotograf, mit dem wir auch zusammenarbeiten oder das eine oder andere machen. Und dann natürlich Delta, darf nicht fehlen. Ja, Delta, das sind diese Felgen hier, die wirklich unglaublich schön sind, tragfähig. Ich glaube, ohne Delta-Felgen, das ist ja gar nicht so einfach, so eine Felge für so ein Fahrzeug zuzulassen und das auch zu, ich sag mal, zu erarbeiten. Die machen da wirklich wunderbare Sachen, auch für andere Fahrzeuge. Aber hier auf dem 4x4 eine Delta-Felge ist ein Muss. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Es macht ja auch viel her, wie man sieht, ne? So, wir gehen mal rein, ganz kurz. Du hast keine Zeit mehr, Kunde wartet schon wieder, aber wir zeigen es euch mal. Diesmal die Felge richtig rummontiert hinten. Ich könnte den ganzen Tag hier hinten draufhalten. Das Hümer-Logo natürlich in schwarz. Ja, schwarz-matt. Schön aggressiv. Aber ist gar nicht so aggressiv. Also das heißt, Ich finde, der macht schon viel her. Und es ist halt kein übliches Wohnmobil, ne? also was halt geil ist hinten der unglaubliche Kontrast von den Rücklampen in Hochglanz, also die ganz normal sind und dann das Matte darunter und immer wieder diese Hochglanzakzente, die drin sind. Ja. Ja, sau cool. Hier vorne die Leiter, die ist drin, die hat man natürlich jetzt mal raw gelassen. Das steht auch gut zu dem Auto. Ja, Man hätte sie natürlich alternativ jetzt noch in schwarz-matt machen können. oh, ich finde es so okay. Aber ich finde es so auch besser. Ja, das ist danach, weiß man es dann. Aber cool finde ich die Gardinen, die ihr drauf habt. Das heißt, ich habe ein Fahrzeug und ich habe noch die Gardinchen. Das kann ja jeder wählen, wie er will. So, Man die kann sind sie aber sehr natürlich- praktisch. Man kann sie natürlich, sie sind praktisch, aber man kann sie natürlich auch abnehmen. Es ist halt reine Geschmackssache. Wir haben sie jetzt ab Werk dran gelassen, aber da hat man auch die Möglichkeit, die Gardinen einmal abzunehmen. So, drinnen habt ihr es angepasst. Einmal kurz reingehen bitte. Ja, der Kollege, der das Fahrzeug abgeholt hat, der stand jetzt wirklich, das ist ein Showcar, damit macht ihr Werbung, oder? Genau. Was sagt ein Mercedes-Benz dazu? Die sind stolz? Das weiß ich nicht, was die dazu sagen. Ich habe mit denen noch nicht gesprochen. Du bist ehrlich, ja, es ist so. Da ist die Einstiegsleiste, die drin ist. Da vorne ist RSX. Ja, diesmal ein ganz anderes Leder, eine ganz andere Optik. Das heißt, jedes Fahrzeug kann ich ganz individuell gestalten. Genau. So wie bei den anderen Fahrzeugen auch, kann man auch hier das Leder wählen. Wir haben jetzt hier ein helles Leder gewählt mit einer weißen Naht, weil wir der Meinung sind, dass das ganz gut zum Außenlook passt und sich auch mit dem Dekor gut verträgt. Verträgt und nicht so beißt hier an der Seite. Ich zeige mal gerade hier. Da habt ihr jetzt auch wieder natürlich Carbon drin. Also da muss ja Carbon drin sein in dem hier. Genau, wenn du kurz mal zu mir kommst, hier an den Türen ist Carbon. Auch hier wieder das Full Option Dashboard vorne mit den Anbauteilen in Carbon gehalten. Ebenso die Türgriffe in schwarz Glanz. Außenrum mit Carbon. Alles wieder feinste Handarbeit. Das Alcantara-bezogene Dach, der Himmel, der da ist, die Seiteneinstiegsleisten, das haben wir in dem anderen Video schon gezeigt. Das Carbon-Lenkrad, allein ein Hingucker. Auch sehr beliebt bei den Kunden, weil es halt was Ausgefallenes ist. So, und dann natürlich hier unten auch alles in Carbon. Das ist richtig Arbeit. Also sowas aus Carbon zu fertigen. Genau, es wird alles einmal komplett demontiert. Also das ganze Dashboard wird vorne rausgenommen. Und jedes einzelne Bauteil wird dann wirklich lackiert oder halt alternativ mit Leder bezogen. So, hier vorne, ich zeig's mal gerade. Das ist der Sitzebauer, den wir schon x-mal gezeigt haben. Die Sitze sind auch drehbar. Es ist alles ein Kunstwerk. Das heißt, die sitzen da und bauen die Sitze für euch komplett um, damit die Leute, die hier reinkommen, so den Wow-Effekt haben, oder? Genau, vollkommen richtig. Einfach kann jeder, oder? Einfach kann jeder und wir heben uns halt einfach mit dieser Art von Fahrzeugen von der Masse ab. Aber die Kundenklientel, die ihr hier ansprecht, das sind ja auch viele Leute, die vielleicht vorher gar nicht daran gedacht haben, Camping zu machen, die einfach nur ein cooles Auto haben wollten Genau. und dann sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, ich will mir was gönnen. Die kaufen sich dann natürlich so ein Fahrzeug. Ist der geil. Und man denkt jetzt drin, da schläft jetzt irgendwie
irgendwie ein Filmschauspieler, Mad Max zum nächsten Dreh oder sowas. Nee, das können doch ganz normale Leute machen. Das ist schon innen schon fast bieder, würde ich sagen, im Vergleich zu außen. Aber das macht's eben aus, oder? Das macht's aus. Okay, das heißt, die Leute, die erwarten jetzt hier drin irgendwelche Ketten und keine Ahnung was und dann ist es ganz normal, Nein, ganz schön. Ist, wie gesagt, das ist Serie weitestgehend gehalten. Also die Möbel an der Anordnung der Möbel, da wird nichts verändert. Das ist alles das reine Serienfahrzeug. Es wird, wie gesagt, halt einfach nur am Look was verändert. Sei es jetzt die Mittelsitzgruppe, sei es das Full-Option-Dashboard vorne, sei es Fahrer-Beifahrersitz. Alternativ hinten dann noch die Kopfteile im Schlafbereich. Aber so an der Grundanordnung vom Fahrzeug verändern wir nichts. Großes Kino. Also guckt euch auch die anderen Videos an, die wir mit euch gedreht haben, denn hier wieder mal eine ganz andere Optik. Aber auch da sagt natürlich die Jennifer ganz klar, einfach sagen, was man will. Das heißt also, ihr könnt alles umsetzen, ihr könnt zum Grafiker gehen und der Kunde kann euch das mal erzählen. Ihr könnt immer noch Nein sagen, kann sagen, na lieber nicht. Aber letztendlich, wenn der Kunde es unbedingt haben will, kriegt das. Dann kriegt das. Vollkommen richtig. Also bei uns ist nichts unmöglich. Ich sehe es gerade. Ihr macht mir vollkommen Angst. Also hier das Teil, wir hatten ja schon einiges abgedreht, dann steht er auf einmal auf dem Hof. So, und dann stand ich dann da und ich habe dann direkt gesagt zum Jeffrey, wir müssen das Ding filmen. Ja, 32 Zoll mit drin, richtiges Showcar. Ja, den Rest bitte in den anderen Videos gucken. Ja, vielen Dank, Jennifer, du musst wieder in die Arbeit. Ja. Jennifer Jentsch, wir sind in Bielefeld bei Palmowski. Der Name des Fahrzeuges nochmal? Das ist der Hymer MLT 580 4x4 RSX Anaconda. Ja, vielen Dank. Tschüss, Gerne. Jennifer. Tschüss.